Stell dir eine Welt vor, in der eine unsichtbare Macht ganze Zivilisationen in die Knie zwingen kann. Eine Macht, die keinen Unterschied zwischen arm und reich, zwischen Herrscher und Untertan macht. Wir sprechen von der Pest. Einer Krankheit, die über Jahrhunderte hinweg Angst und Schrecken verbreitete und den Lauf der Geschichte für immer veränderte. In diesem Video werden wir die 3 größten Pestepidemien der Geschichte genauer unter die Lupe nehmen. Unsere Reise beginnt im 6. Jahrhundert nach Christus. Das Weströmische Reich ist gefallen, doch im Osten erstrahlt sein Erbe in vollem Glanz. Das Oströmische Reich, heute auch als Byzantinisches Reich bekannt. An seiner Spitze steht ein ehrgeiziger Kaiser, Justinian I. Sein Lebensziel: die Wiederherstellung des alten Römischen Reiches in seiner vollen territorialen Pracht, die Restauratio Imperii. Seine Generäle führen erfolgreiche Kriege in Nordafrika und Italien, und für einen kurzen Moment scheint sein Traum in greifbare Nähe zu rücken. Doch im Jahr 541 trifft ein Feind in der Hauptstadt Konstantinopel ein, der mächtiger ist als jede Armee. Er kommt nicht mit Schwert und Schild, sondern unsichtbar, an Bord von Handelsschiffen. Die Quelle der Seuche liegt vermutlich in Ägypten, der Kornkammer des Reiches, von wo aus monatlich riesige Mengen Getreide verschifft werden, um die pulsierende Hauptstadt zu ernähren. Mit dem Getreide reisen Ratten und in ihrem Fell die Flöhe, die den tödlichen Erreger Yersinia pestis in sich tragen. In den überfüllten, engen Gassen Konstantinopels, der größten Stadt der damaligen Welt, findet die Krankheit perfekte Bedingungen vor. Zeitgenössische Chronisten beschreiben den Ausbruch mit Schrecken. Die Symptome sind hohes Fieber, Wahnvorstellungen und die charakteristischen Schwellungen der Lymphknoten, die Pestbeulen. Die Krankheit verläuft rasant und tödlich. Die Verwaltung der Metropole bricht zusammen. Auf dem Höhepunkt der Epidemie sterben in Konstantinopel täglich Tausende Menschen. Es gibt nicht mehr genug Platz, um die Toten zu bestatten. Leichen werden auf den Straßen gestapelt, in Wachtürme geworfen oder einfach ins Meer gekippt. Die Wirtschaft kommt zum Erliegen, die Versorgung mit Lebensmitteln bricht ab. Selbst der Kaiser Justinian erkrankt, überlebt aber wie durch ein Wunder. Von der Hauptstadt aus breitet sich die Seuche wie ein Lauffeuer im gesamten Mittelmeerraum aus und folgt den Handelsrouten. Sie verwüstet Städte und ländliche Gebiete in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Die Pandemie kehrt in Wellen über Jahrzehnte immer wieder zurück. Die langfristigen Folgen sind katastrophal. Schätzungen gehen davon aus, dass das Oströmische Reich bis zu 1/3 seiner Bevölkerung verlor. Der massive Verlust an Steuerzahlern und Soldaten schwächt das Reich nachhaltig. Justinians Traum von einem wiedervereinigten Römischen Reich zerbricht endgültig. Die neu eroberten Gebiete im Westen können nicht gehalten werden. Historiker sehen in der Justinianischen Pest einen entscheidenden Wendepunkt. Sie markiert für viele das tatsächliche Ende der Antike und den Beginn des frühen Mittelalters, einer Zeit des demografischen und wirtschaftlichen Niedergangs in Europa. 800 Jahre nach der Justinianischen Pest war die Seuche in Europa nur noch eine ferne, verblassene Erinnerung. Doch im Jahr 1347 kehrte sie mit einer Gewalt zurück, die alles bisherige in den Schatten stellen sollte. Unsere Geschichte beginnt in Kaffa, einer genuesischen Handelskolonie auf der Halbinsel Krim, die von der Goldenen Horde belagert wird. Berichten zufolge katapultierten die Belagerer ihre eigenen Pesttoten über die Stadtmauern, einer der ersten dokumentierten Fälle biologischer Kriegsführung in der Geschichte. Genuesische Schiffe, die aus dem belagerten Hafen flohen, trugen die unsichtbare und tödliche Fracht an Bord. Mit ihnen reiste der Erreger, Yersinia pestis, und seine Überträger, die Rattenflöhe. Als die Schiffe in den Häfen von Sizilien, Genua und Marseille anlegten, entfesselten sie eine Katastrophe. Der schwarze Tod war in Europa angekommen. Die Krankheit manifestierte sich in 2 furchtbaren Formen. Die häufigste war die Beulenpest. Die Opfer litten unter hohem Fieber und entwickelten schmerzhafte, eitrige Schwellungen in den Leisten, Achselhöhlen und am Hals, die namensgebenden Beulen. Ohne Behandlung führte sie in über der Hälfte der Fälle innerhalb weniger Tage zum Tod. Noch tödlicher war die Lungenpest. Sie wurde direkt von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion übertragen, griff die Lunge an und führte fast immer binnen 48 Stunden zum Tod.
Die mittelalterliche Gesellschaft, die auf Ordnung, Glauben und feudalen Strukturen basierte, kollabierte unter dem Ansturm. Ärzte waren machtlos, ihre Aderlässe und Kräutertränke wirkungslos. Priester starben, während sie die letzte Ölung spendeten. Die soziale Ordnung zerfiel. Familienmitglieder ließen ihre kranken Angehörigen aus Angst vor Ansteckung im Stich. Ganze Dörfer und Stadtviertel verwaisten. Die schiere Menge an Leichen überforderte jede Kapazität. Massengräber, sogenannte Pestgruben, wurden zur einzigen Lösung. In ihrer Verzweiflung suchte die Bevölkerung nach Erklärungen und Sündenböcken. Einige sahen die Pest als Strafe Gottes und bildeten Prozessionen von Flagellanten, die sich öffentlich auspeitschten, um göttliche Vergebung zu erflehen. Andere suchten weltliche Schuldige. Verschwörungstheorien verbreiteten sich, die behaupteten, jüdische Gemeinden hätten die Brunnen vergiftet. Dies führte zu entsetzlichen Pogromen und der Ermordung tausender unschuldiger Menschen in ganz Europa. Als die schlimmste Welle nach etwa 5 Jahren abebbte, war Europa ein anderer Kontinent. Schätzungen zufolge waren 30-50% der Bevölkerung dem schwarzen Tod zum Opfer gefallen, etwa 25 Millionen Menschen. Dieser beispiellose Aderlass hatte jedoch paradoxe Folgen. Der massive Arbeitskräftemangel führte zum Zusammenbruch des Systems der Leibeigenschaft. Löhne für überlebende Arbeiter stiegen, Bauern gewannen an Mobilität und Freiheit. Die Autorität der Kirche, die keine Antworten oder Rettung bieten konnte, wurde nachhaltig erschüttert. Der schwarze Tod war nicht nur eine demografische Katastrophe, sondern auch ein Katalysator, der das Ende des Mittelalters einläutete und den Weg für die Renaissance ebnete. Nach dem Mittelalter wütete die Pest weiterhin in lokalen Epidemien, aber eine Pandemie globalen Ausmaßes schien gebannt. Das änderte sich im späten 19. Jahrhundert. Eine Welt, die durch Dampfschiffe, Eisenbahnen und Telegrafenleitungen enger und schneller vernetzt war als je zuvor, bot die perfekte Bühne für die dritte große Pestepidemie. Ihren Ursprung hatte sie vermutlich in der chinesischen Provinz Yunnan in den 1850er Jahren. Von dort breitete sie sich langsam aus, bis sie 1894 die pulsierende Hafenmetropole Hongkong erreichte. Hongkong war ein zentraler Knotenpunkt des britischen Weltreichs und des globalen Handels. Von hier aus verbreitete sich die Pest entlang der Seerouten auf alle bewohnten Kontinente. Städte von Bombay über San Francisco bis nach Sydney wurden zu neuen Epizentren. Doch dieses Mal traf die Seuche auf eine veränderte Welt. Es war das Zeitalter der Mikrobiologie. Forscher wie Louis Pasteur und Robert Koch hatten die Bakterientheorie von Krankheiten etabliert. Als die Pest in Hongkong ausbrach, schickten die Kolonialmächte ihre besten Wissenschaftler. Einer von ihnen war der schweizerisch-französische Arzt Alexandre Yersin. In einem provisorischen Labor gelang ihm 1894 der Durchbruch. Er isolierte das Bakterium, das die Pest verursacht. Ihm zu Ehren trägt es heute den Namen Yersinia pestis. Kurz darauf machte ein weiterer Forscher, Paul-Louis Simon, in Indien die entscheidende Entdeckung über den Übertragungsweg. Er wies nach, dass Flöhe, die auf Ratten lebten, die Krankheit von den Nagetieren auf den Menschen übertrugen. Mit diesem Wissen war die Menschheit dem unsichtbaren Feind nicht mehr hilflos ausgeliefert. An die Stelle von Gebeten und Aberglauben traten wissenschaftlich fundierte Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens. Hafenstädte richteten strikte Quarantänestationen ein. Systematische Kampagnen zur Ausrottung von Ratten wurden gestartet. Ganze Stadtviertel wurden desinfiziert und hygienische Standards verbessert. Trotz dieser Fortschritte forderte die dritte Pandemie einen hohen Tribut. Sie kostete weltweit über 12 Millionen Menschen das Leben, die meisten davon in Indien und China. Doch im Gegensatz zu den vorherigen Pandemien konnte ihre Ausbreitung in Europa und Nordamerika durch die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und entschlossene Gesundheitsmaßnahmen eingedämmt werden. Die dritte Pandemie markiert somit einen Wendepunkt, den Anfang vom Ende der Ära, in der die Pest eine unkontrollierbare globale Bedrohung darstellte. Die Wissenschaft hatte die Waffe geliefert, um zurückzuschlagen. Die 3 großen Pestepidemien waren mehr als nur medizinische Ereignisse. Sie waren Motoren des Wandels, die den Lauf der Geschichte fundamental beeinflusst haben. Die Justinianische Pest schwächte das Oströmische Reich und veränderte die politische Landkarte der Spätantike. Der Schwarze Tod beendete das europäische Mittelalter und stieß tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Revolutionen an. Und die dritte Pandemie, obwohl verheerend, demonstrierte die Macht der modernen Wissenschaft und legte den Grundstein für das globale öffentliche Gesundheitswesen, wie wir es heute kennen. Jede dieser Pandemien hält uns eine Lektion vor Augen. Unsere hochgradig vernetzte Welt ist anfällig. Krankheiten respektieren keine Grenzen. Angst und Fehlinformationen können ebenso zerstörerisch sein wie der Erreger selbst. Aber die Geschichte der Pest ist auch ein Zeugnis der menschlichen Widerstandsfähigkeit und unseres unermüdlichen Strebens nach Wissen. Heute ist die Pest durch Antibiotika heilbar und stellt keine globale Bedrohung mehr dar. Doch die Mechanismen ihrer Ausbreitung und die gesellschaftlichen Reaktionen darauf bleiben eine relevante Mahnung für die Herausforderungen, denen wir auch im 21. Jahrhundert gegenüberstehen. Wenn dir diese Reise durch die Geschichte gefallen hat und du mehr über die Ereignisse erfahren möchtest, dann lass einen Like da und abonniere den Kanal. Schreib uns deine Gedanken oder Fragen zu diesem Thema in die Kommentare.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.